Mal Verstopfung, mal Durchfall, immer wieder Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen. Wenn du an einem Reizdarm leidest und effektive Hilfe für deine Beschwerden suchst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ein Reizdarmsyndrom ist immer eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, alle Organe wurden bereits untersucht und trotzdem hat man nichts Pathologisches gefunden. Aber der Patient hat nach wie vor Beschwerden. 100% weiß man noch nicht so richtig, warum eine Person ein Reizdarmsyndrom entwickelt. Es gibt mehrere Faktoren, die zusammen eine größere Rolle spielen. Zwei sehr wichtigen Aspekten bei dem Reizdarm ist erstens die Darmbeweglichkeit, die ist gestört, manchmal zu schnell, manchmal zu langsam, aber auch die Darmempfindlichkeit ist gestört. Bewegungen, Dehnungen, aber auch Zusammenziehen von den Darmwänden werden von den Patienten ziemlich stark wahrgenommen. Und nicht zuletzt spielt auch die Psyche eine große Rolle. Die Beschwerden verstärken sich in Stresssituationen. Und wer einen Reizdarm hat, weiß, wie belastend es für das soziale Leben sein kann. Man weiß nie, ob man sich verabreden kann, weil man immer die Gedanken darüber haben muss, wo die nächste Toilette ist. Die gute Nachricht ist, dass die Beschwerden sich auch mit Bewegung gut behandeln lassen können. Die Intensität nimmt ab und auch die Anzahl der Fälle, der Beschwerdenfälle, können auch weniger häufig vorkommen. Neben der Ernährung spielt auch Sport und Bewegung eine sehr wichtige Rolle. 20 Minuten spazieren gehen, vor allem im Freien, kann die Beschwerden deutlich lindern. Und mit dieser Übungsroutine, was ich dir jetzt gerade zeige, kannst du auch noch weitere positive Effekte erzielen mit weniger Schmerzen und weniger Bauchkrämpfe. Wir sitzen stundenlang, sei es zu Hause, am Schreibtisch oder in der Bahn oder im Auto. Man ist stundenlang in dieser Position. Und in dieser Position hat man dann in diesen eingeknickten Position, kann der Darm schlechter arbeiten. Besser wäre, dass man ein bisschen häufiger in die aufrechte Haltung geht. In der aufrechten Haltung hat auch der Darm mehr Platz, um sich besser zu bewegen. Und eine Übung, die sehr gut dagegen hilft, das zeige ich dir jetzt auf der Bauchlage. Du legst dich auf den Bauch hin und dein wichtigster Referenzpunkt ist nun das Becken. Das heißt, das Beckenknochen bzw. den oberen Anteil vom Becken, das soll die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Fixierst du das auf dem Boden und als erstes probier nur, dass du Ellenbogen auseinander, zieh die Ellenbogen zu dir und heb als erstes nur den Rumpf hoch. Dabei bist du schon in der Dehnung an den oberen Bereich vom Magen, am Brustkorb so ein bisschen, da wirst du schon die erste Dehnung spüren. Dann ziehe die Arme ein bisschen weiter zu dir ran und versuche nun in diese Position nach oben zu kommen. Ziel ist, dass der Pubis, der Schambeinknochen, auf dem Boden bleibt, aber du den vorderen Bereich vom Bauch hin, dass du da eine gute Dehnung reinbekommst. Schulterblätter zusammen nach hinten ziehen und den Rumpf so weit wie möglich nach oben zu bringen. Es ist nicht wichtig, dass du so eine große Bewegungsausmaß überhaupt hinbekommst. Vor allem dann, wenn du Bauchbeschwerden hast. Es ist auch komplett okay, dass du nur in der Unterarmhaltung bleibst und in dieser Position den Brustkorb weiter nach vorne bringst und versuchst nur den Unterarm hochzuschieben, um dann loszulassen und wieder nach unten zu kommen. Einatmen im Bauch. Ausatmen, Schulterblätter zusammen nach hinten und die Arme leicht strecken bzw. den Kontakt so leicht lösen, dass du im Bauch, in den vorderen Bereich vom Rumpf, eine leichte Dehnung erzielst. Und diese Bewegung soll langsam durchgeführt werden. Für 12 bis 15 Wiederholungen, 2 Serien, langsam vom Rumpf hochkommen, oben in der Position bleiben, die Spannung wahrnehmen und dann langsam wieder nach unten lassen. Ein freier und beweglicher Rumpf hat einen positiven Effekt auf die Darmbeschwerden.
Wir haben jetzt einmal die Dehnung oder beziehungsweise die Streckung gearbeitet. Jetzt geht es um die Drehbewegung. Dafür legst du dich jetzt auf den Rücken hin, bringst deine Arme nach oben. Am besten würde deine Hände den Boden berühren, muss nicht sein. Wenn du es nicht schaffst, kannst du es auch ein bisschen weiter nach unten lassen. Und dann bringst du deine Knie zu dir ran, zum Rumpfrand. In dieser gebeugten Position, wenn du dir ein bisschen mehr streckst, ist die Übung schwerer, muss aber nicht sein. Lass die Beine gebeugt und bring sie dann seitlich nach unten, so dass deine Knie auf den Boden kommen und möglichst viele Dehnung in dieser Partie ist, beziehungsweise bis nach oben um die Schulterblatt hin. Lass die Beine seitlich am Boden liegen. Im besten Fall ist auch noch deine Hände oder deine Hand auf dem Boden. Und dann bringst du die Beine wieder zurück zur Mitte und machst die gleiche Bewegung nochmal in die Gegenrichtung. Probiere bewusst, dass du deine Schulter nach unten bringst. Es geht wirklich um diese Drehung vom Rumpf her. Bleib ein paar Sekunden in der Position, bring deine Beine dann wieder zur Mitte hin, um sie dann in die Gegenrichtung zu bringen. 8-mal je Richtung. Einatmen, wieder in der Mitte gehen, die Beine wieder mittig hinbringen und dann ausatmen, wieder zur Seite runterfallen lassen. Bewusst die Schulter auf dem Boden lassen, beziehungsweise so weit wie du kannst, und dann die Beine wieder in die andere Richtung bewegen. Langsam versuche deine Bewegungsausmaß mal zu mal ein bisschen zu erhöhen. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr über Darmgesundheit und Übungen gegen Schmerzen erfahren möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs, für was du machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern und ein gesundes Leben führen. Und weiter geht's mit der nächsten Übung. Je mehr Bewegung du im Rumpf erzeugen kannst, ohne es zu stark bzw. zu reizvoll zu machen, desto besser ist es für deine Darmaktivität. Vor allem dann, wenn du Verstopfungsbeschwerden hast, solltest du diese Übung machen. Du legst dich nicht wirklich hin, sondern stützt deinen Oberkörper auf den Unterarm auf der Matte drauf, lässt deine Beine jetzt hüftbreit auseinander und deine Füße haben totalen Bodenkontakt. Und jetzt in dieser Position wirst du nun beide Knie nach unten bewegen lassen, so weit wie du kannst runter. Auch hier ist das Ziel, den Rumpf in so eine Torsion, so eine Drehung zu bringen. Beide Knie nach unten, so weit wie du kannst, um dann wieder in der Mitte und die gleiche Bewegung auch in die andere Richtung. Komplett nach unten zu bringen, so weit wie du kannst und dann wieder zurück. Versuche die Bewegung hauptsächlich von dem Becken aus zu beginnen. Das heißt, du rollst plus oder minus über den Po nach rechts und nach links und bringst nur dann die Beine mit dazu. Diese Bewegung solltest du jetzt wiederholen für 10 Mal je Seite, sodass du insgesamt 20 Bewegungen hast. Im besten Fall 2 Serien davon. Und die letzte Übung ist auch eine sehr bekannte Übung, die einen positiven Effekt auch auf deinen Darm hat. Das ist die Katze-Kuh-Übung. Dafür kommst du dann jetzt auf den Vierfüßlerstand. Deine Füße sind auch aufgestellt auf der Matte, deine Knie sind hüftbreit auseinander. Und in dieser Position gehst du jetzt einmal in die Katze-Bewegung. Das heißt, du schiebst deinen Rumpf nach oben hin, aber besonders dann, wenn du Darmbeschwerden hast, dann sollst du die Bewegung nicht so doll auf die obere Partie fokussieren, sondern vielmehr mit deinem Becken arbeiten. Das heißt, bei der Katze ziehst du das Becken zu dir ran. Das heißt, du machst eine Rollbewegung nach hinten, dadurch wird die Lendenwirbelsäule nach oben gebracht und den Abstand zwischen Schambein und Brustkorb, der wird sich jetzt reduzieren, der wird weniger. Und in die Gegenrichtung schön in den Hohlkreuz gehen und eine Dehnung ist zu viel, aber der Abstand von Schambein und Rumpf, der wird jetzt größer. Das heißt, du machst die Bewegung aber hauptsächlich vom Becken her. Einatmen
und in den Hohlkreuz reingehen, ausatmen und das Becken zu dir ranziehen. Einatmen hoch und ausatmen nach unten kommen. Wie gesagt, ist die Fokus von dieser Übung deine Darmgesundheit und deshalb ist es so wichtig, dass du die Bewegung vor allem über das Becken machst. Und als Extra Plus hast du dann auch noch einen positiven Effekt auf deine Lendenwirbelsäule. Weil nicht selten haben Patienten mit Darmbeschwerden auch Rückenschmerzen. Wiederhole diese Bewegung für 20 Mal. Das heißt 10 Mal in Hohlkreuz gehen und 10 Mal das Becken zu dir ranziehen. Und ebenfalls hier solltest du dann mindestens 2 bis 3 Serien durchführen. Die Übungen solltest du am besten mindestens 3, sondern bis 4 Mal in der Woche durchführen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!